Hallo und herzlich willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einerseits hier vor Ort und andererseits in der digitalen Welt, zu unserem ITEMIS-Podium mit dem Thema die Zukunft der Mobilität. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Anne Vogel und ich habe heute das Vergnügen, hier durch diese spannende Diskussion zu leiten und bin auch schon sehr gespannt. Treuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird es aufgefallen sein, Zukunft der Mobilität, das habe ich doch schon mal gehört beim Podium. Und so ist es. Wir haben uns vor einigen Wochen schon der Perspektive aus der Automobilindustrie angenommen. Heute wollen wir einen ganz anderen Blickwinkel einnehmen, und zwar den aus dem öffentlichen Verkehr. Das mache ich nicht alleine, sondern wie man sieht, ich habe hier spannende Gäste mit an Bord. Und die möchte ich Ihnen im ersten Schritt einmal vorstellen. Und zwar zu meiner Rechten, so links, rechts, nicht immer ganz einfach, zu meiner Rechten André Marucik und Ante Trebara. Beide sind Cluster- und Programmleiter bei der Deutschen Bahn, sind seit einigen Jahren dabei, mit ihren Teams die Vertriebskanäle zu modernisieren. Und wenn Sie sich das Ergebnis mal anschauen wollen, dann gerne auf bahn.de oder dem DB Navigator. Vielen wird es aufgefallen sein im privaten Umfeld. Man sieht es jetzt, das sieht ein bisschen anders aus. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter und da sind Ante und André federführend mit dran beteiligt. Schön, dass ihr heute beide dabei seid. Danke. Danke. Wir starten mit einer kurzen Einstiegsfrage. Ante, you're the first one. In einem Satz, wenn der DB Navigator jetzt mal ausgeschlossen ist, es ist natürlich die absolut beste App, und Moja noch dazu genommen, welche ist deine Lieblingsmobilitäts-App? Hallo erstmal zusammen. Next DB Navigator, nein, war ein Spaß. Tatsächlich ist es so, ich muss natürlich in Hamburg Moja sagen, ist auch logisch, aber tatsächlich ist es irgendwie Lime, weil ich sehr viel gerade in großen Städten mit irgendwelchen E-Scootern in der Gegend rumfahre. Auch wenn wir bei unseren Cluster-Kollegen schon schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, mit irgendwelchen kaputten Knien. Aber genau das nutzen wir. 2 Sätze, sorry. Ja, aber trotzdem kurz und knackig. Also alle mal in die Lime-App reinschauen und gucken, was es da so gibt. André, auch für dich eine Frage, ein bisschen tiefsinniger. Und zwar würde ich von dir doch gerne wissen, was motiviert dich jeden Tag aufs Neue, die Zukunft der Mobilität voranzutreiben? Also kann ich relativ einfach beantworten. Ja? Also ich bin seit 7 Jahren jetzt bei der Bahn dabei, habe die Anfangsphase dieses großen Programms Vendos mitgemacht. Und das, was mich antreibt, sind einfach die Menschen. Ja, es ist wirklich, kann man kaum glauben, in einem Umfeld eines Großkonzerns, der staatlich geprägt ist, agile Softwareentwicklung zu machen. Und inzwischen mit über 500 Menschen. Das ist Motivation genug. Also jeden Tag da reinzugehen und zu erleben, wie diese Menschen an den Rädchen drehen, die Stellschrauben für die Zukunft drehen. Das macht einen Heidenspaß und das ist tatsächlich mein Antrieb daran. Ja. So, natürlich geht es ums Ergebnis am Ende, aber das war die persönliche Motivation. Ja. Ja, das klingt sehr sinnvoll und ich sehe hier auch einiges an Nicken in der Runde. Sehr schön, Dankeschön. Danke, Ante. Ich freue mich auf diese Diskussion mit euch, Ante und André. Ne? Das A-Team, nennen wir es so. Zu unserer zweiten Hälfte, und zwar zu meiner linken Seite, möchte ich Ihnen als erstes Freak Mina vorstellen. Freak ist Director of Products bei Moja im Bereich Fleet Management. Und wenn ich das aus unseren Vorgesprächen so richtig verstanden habe, dann treibst du alle Anwendungen nach vorne, die in die Richtung der Fahrer geht. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, in den operativen Betrieb, also alles das, was wir brauchen, um den Service tagtäglich zu betreiben. Ja, sehr spannend. Auch für dich habe ich eine Frage mitgebracht. Auf welches Verkehrsmittel könntest du am ehesten verzichten? Es ist tatsächlich das private Auto. Haben zwar vor 1,5 Jahren Nachwuchs bekommen, aber tatsächlich sind die Wege, die wir mit dem Auto zurücklegen, glaube ich, das eheste, was man austauschen könnte. Ja, und wahrscheinlich wurde ich auch relativ selten in letzter Zeit im Taxi gesehen. Also die beiden Verkehrsmittel sind schon die, die ich mit am wenigsten benutze. Ja, super, dann sitzt du hier im Podium für den öffentlichen Verkehr, genau richtig. Schön. Last but not least, Holger Schill sieht heute etwas anders aus.
für Leute, die Holger kennen. Herzlich willkommen als sehr spontaner Ersatz Tobias Dietz. Genauso adäquat. Tobias vereint 10 Jahre in der Mobilitätsbranche als Scrum Master, unter anderem auch bei Ante in dem Projekt. Und schönste Zeit von ihm, hat er gesagt. Ja, genau. Und zusätzlich hast du eine Riesenfreude an Innovation und KI, treibst das hier bei Itemis sehr stark voran und deswegen bin ich sehr froh, dass du heute mit an Bord bist. Kurze Grüße gehen noch raus an Holger, der aus Krankheitsgründen heute verhindert ist. Gute Besserung an dich. Hallo Tobi. Moin. Auch für dich eine kleine Einstiegsfrage. Und zwar, was würdest du denn heute gern von allen anderen Teilnehmern hier am Podium gern erfahren? Ich bin am stärksten gespannt, wie der nächste richtig große Schritt für euch aussieht und was Leute wie ich oder Leute, die bei Itemis arbeiten oder IT-Dienstleister, die an Innovation interessiert sind, beitragen können. Also wie können wir euch helfen, richtig den geilen, heißen Scheiß der Zukunft mitzugestalten? Kriegen wir hin. Deshalb bin ich sehr gespannt auf diese Diskussion, Ja. weil da wird sich bei uns natürlich auch was bewegen, dass wir einen Schritt voraus sind und euch gut unterstützen können. Gut, super. Dann lasst uns doch mal einsteigen. Und zwar, Freak, ich würde gerne mal bei dir starten. Ich komme ja selbst aus Hamburg, verfolge stark die Medien, gucke, was ist da so los. Und in den letzten Wochen ist mir Moja immer wieder begegnet. Und zwar mit einem Schritt näher in die Zukunft der Mobilität. Ich habe gelesen, bis 2030 soll es autonom fahrende Shuttles in Hamburg geben. Total spannend, begeistert mich. Und gleichzeitig denkt man dann wieder an Zukunftsprojekte. 2030, für mich eine halbe Ewigkeit. Und die Frage, wie soll denn das gelingen? Also was sind deiner Ansicht nach die Einflussfaktoren darauf, dass das Vorhaben und auch weitere Zukunftsprojekte generell im Bereich der Mobilität zum Erfolg kommen? Ja, ganz grundsätzlich, indem viele verschiedene Player zusammenarbeiten. Also ich glaube, es wird sehr, sehr schwer werden für Einzelne, partiell die Mobilität von morgen alleine zu entwickeln und alleine auf die Straße zu bringen. Ich glaube tatsächlich, dass man Kooperationen braucht, sei es mit der öffentlichen Hand, sei es mit Privatunternehmen oder mit Bürgerverbänden innerhalb der Städte, um bestmögliche Verkehrsdienstleistungen zu erbringen. Auf die konkreten Projekte von uns angesprochen, ist es tatsächlich so, dass wir dort versuchen, diese Zusammenarbeit zu verproben, um letztendlich einen Service auf die Straße zu bringen mit autonomen Fahrzeugen, der in erster Linie den Menschen zur Verfügung steht, die den benutzen möchten. Das heißt, wir sprechen sehr, sehr stark mit den Städten, wir sprechen sehr stark mit den einzelnen Initiativen innerhalb der Städte, mit den Verkehrsbehörden, wir sprechen logischerweise mit anderen Softwarepartnern, weil alles alleine entwickeln wird nicht klappen, dafür braucht man Partnerschaften. Wir sprechen natürlich mit Automobilzulieferern, wir sind letztendlich eine 100%ige Tochter der Volkswagen AG. Und haben da logischerweise dann auch sehr, sehr viele Synergieeffekte. Aber ich glaube, was sich schon jetzt zeigt, ist, dass ein Player alleine die Mobilitätswende in den Städten nicht erzeugen kann. Und dementsprechend braucht es da Partnerschaften. Es muss geschaut werden, wie baut man einen Service auf, der sicher ist, der effizient funktionieren kann und der wirkliche Mobilitätsprobleme oder Herausforderungen von Menschen löst. Wenn man in das Thema Inklusion in der Mobilität reinschaut, gibt es unglaublich große Herausforderungen im öffentlichen Nahverkehr, aber auch im Individualverkehr. Und da sind wir ja tagtäglich dran, das in die richtige Richtung zu treiben. Und in Richtung autonomes Fahren geschaut, natürlich ist das Next Big Thing, war es vor einigen Jahren schon mal, dann gab es einen kleineren Rückgang. Mittlerweile ist es wieder in aller Munde. Es gibt sehr, sehr vielversprechende Ansätze und es gibt sehr gute Möglichkeiten, das aktuell auch schon hauptsächlich in Amerika zu testen und zu erleben. Nächsten Schritte sind, diese Technologie so für die Menschen zu enablen, dass wir alle davon profitieren. Ja. Okay, aber so grundsätzlich Einfluss haben alle Stakeholder. Es ist ganz wichtig, die an einem Tisch zu bringen, so verstehe ich das,
und gemeinsam was zu schaffen, die Zusammenarbeit zu stärken. Genau, also das ist ja im Endeffekt beim autonomen Fahren, letztendlich muss es den Kunden gefallen, weil diejenigen sein werden, die mit ihren Trips den Umsatz bringen werden. Es muss aber genauso gut sicher für die Person im Auto davor, im Auto dahinter, für den Fahrradfahrer daneben, für die Familie auf dem Zebrastreifen sein. Wir müssen die Infrastruktur der Städte bestmöglich nutzen und nicht zuparken und auch nur fahren, wenn auch wirklich Demand da ist. Und dementsprechend gibt es eine Vielzahl von Stakeholdern. Ja. Ja, okay, spannend. Ich schaue mal zu euch beiden rüber und denke da in die Richtung der Deutschen Bahn. Wie sieht das denn bei euch aus? Gibt es da andere Stellschrauben, die ihr beachten müsst? Was hat den größten Einfluss auf den Erfolg eurer Projekte? Also die Bahn ist ja ein Stück weit anders positioniert. Ja? Wir sind in der zwischenstädtlichen Mobilität unterwegs und verstehen uns ja eher als Aggregator. Ja? Das heißt, das, was wir machen oder was die Bahn macht mit den Plattformen bahn.de und Navigator, ist quasi eine Kundenschnittstelle zur Verfügung zu stellen. Ja? Und die Idee dahinter ist, die natürlich offen zu gestalten. Ja? Das heißt, für die Bahn ist es schon wichtig, die Alltagsmobilität der Kunden abzubilden, und zwar von Door to Door. Ja? Ein Teil macht man davon selber in Großstadtbetrieben, aber wir müssen möglichst viele andere Partner integrieren. Ja? Also unsere Herausforderung heißt, Plattform bauen, Schnittstellen schaffen und quasi diese lokalen Anbieter zu integrieren. Ja? Insofern sehen wir uns eher als Aggregator und letztendlich auch Treiber dafür. Aber ich glaube, da bin ich beim Frerk, diese Pilotprojekte in den Städten sind die Enabler der Zukunft. Ja? So, und der Kunde wird entscheiden und wird ja nicht nur ein Thema nutzen. Er wird mal seinen Scooter nutzen für die kurzen Sachen, ein Fahrzeug, das etwas länger geht. Er wird die Bahn nutzen, ja, auch Parkplatzanbieter etc., was alles eine Rolle spielt. Ja? Muss eigentlich alles für den Kunden in einer Plattform durchgängig zur Verfügung stehen. Und das ist die Herausforderung. Ja? Ich glaube, so wie es Andrea auch gesagt hat, nochmal zu unterstreichen, das Thema Alltagsmobilität für jeden Einzelnen von uns. Also ich hatte mich vorhin mit Tobi nochmal über das Thema, auch die Kombination mit Smart Home und verschiedenen Lösungen, dass ich wirklich die Lösung von zu Hause bis zu meiner Stelle, wo ich hin möchte, eine Gesamtlösung habe und eine Plattform. Und da sehen wir uns schon, glaube ich, auch die Möglichkeit anhand allein der Kundenanzahlen, anhand der Downloads, die wir mit einem DB Navigator haben an der Stelle. Ich glaube, da sind wir marktführend, Chart Number 1 bei iOS, was Mobilität angeht, ist der DB Navigator ganz weit vorne. Und wir bieten die Möglichkeit für, weiß ich nicht, 20 Millionen Kunden heute schon, die Möglichkeit, da eine Plattform anzubieten, wo wir solche Dienstleister mit anbieten wollen. Mein Traum ist immer noch die Schnittstelle zu Facebook und ich sehe, ob meine Freunde im Zug sind. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin, weil es ein Spaß auch. Aber wäre auch eine spannende Diskussion, die ich schon vor Jahren mal versucht habe. Aber wäre ganz cool. Ja. Schön. Tobi, ich will uns mal deine technologische und visionäre, innovative Brille aufsetzen. Was meinst du, welche Technologien den größten Einfluss haben werden auf die Zukunftsmobilität? Also wenn ich jetzt erstmal die Träumerbrille mitnehme, dann würde ich gerne dieses Bild mit dem Multicopter nehmen und von zu Hause direkt ins Büro fliegen. Geht ein bisschen schneller. Ich glaube, das ist aber erstmal Quark für die nächsten paar Jahrzehnte, weil gerade so Hamburg mit Flughafen wird schwierig. Wir haben gerade schon darüber geredet, autonomes Fahren ist ein großes Ding, was bisher noch keiner so final geknackt hat. Ne? Level 5 ist noch so ziemlich außer Reichweite. Es gibt Ansätze, aber stabil, zuverlässig und sicher und zugelassen ist es noch nicht. Das wird auf jeden Fall etwas sein, wo kleinere Player nicht so leicht mitspielen können. Was aber auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht mitspielen wird, ist künstliche Intelligenz. Und zwar sowohl die echte als auch das, was momentan viel als künstliche Intelligenz betitelt wird, also Large Language Models wie ChatGPT und so weiter, die einfach viele Prozesse vereinfachen und Digitalisierung stark beschleunigen können. Das, glaube ich, kann auch sehr gut funktionieren, um Schnittstellen schneller anzubinden, um Integration besser zu ermöglichen, um zum Beispiel auch das Smart Home, was wir eben schon diskutiert hatten, schneller ranzubringen, dass ich schneller sehe, okay, wo ist der nächste Moja-Checkpoint für mich? Kommt demnächst eins vorbei? Nehme ich stattdessen vielleicht doch das Auto? Wie voll ist das geladen? Also die Integration über leichte Konnektivität, unterstützt durch künstliche Intelligenz, echt oder nicht, wird auf jeden Fall gerade sehr gehypt.
und das zu großen Teilen zu Recht, auch wenn das denn nicht so ganz echte Teil von der Intelligenz ist, weil das, ja, also gehen wir nicht zu sehr ins Detail, Large Language Models und echte künstliche Intelligenz. Wo ich mich tatsächlich sehr darauf freue, ist, wenn künstliche Intelligenz, also ein weiterlernendes neuronales Netz, als zum Beispiel persönlicher Assistent funktioniert. Also jetzt nicht Siri, ich sage ihr was, sie antwortet mir, sondern ich sage ihr etwas und aus meinem Kontext, aus meinem Alltag, den sie kennt und beobachtet hat, ohne meine Daten vielleicht um mit Gott und der Welt zu teilen, wird mir von vornherein automatisch angeboten, hey Tobi, du machst doch sonst montags Sport, willst du da gerade mit dem Auto hin, weil es heute kalt ist, oder möchtest du den Bus in einer Viertelstunde nehmen? Das, glaube ich, könnte nochmal einen ziemlich großen Wandel geben, der dann auch die gesamte Mobilität betrifft. Ich glaube nicht nur die Mobilität, sondern ja. Also ich glaube, der Schritt mit Large Language Models, du hast es angesprochen, alles, was momentan da gerade auf dem Markt gibt, das sind schon Interaktionen mit einem Computer, der dich unterstützt. Ich würde es wirklich auf das herunterbrechen. Und das wird auch die Mobilität betreffen. Ich glaube nur, dass der Schritt mit Regularien, der Angst davor, irgendetwas damit umzugehen, das ist unsere Herausforderung. Ich glaube, der Moment, wo wir an dem Schritt sind, dass wir mit den neuronalen Netzen wirklich eine adäquate Information bekommen, da wird es schwierig. Da wird es schwierig mit uns als Menschen, mit mir selber als Mensch. Ein Computer bestimmt nicht mein Leben, macht er heute schon, mal dahingestellt, aber diese These im Kopf, die ist einfach noch da. Und ich glaube, das wird auch eine Herausforderung, einfach die Menschen zu überzeugen, das richtig zu nutzen. Spannend. Ja, aber Vertrauen schaffen, ne? Also Genau. das, was dahinter steht, ist eins der Assets der Bahn. Ja? Also ich glaube, Bahn hat ein Projekt, das heißt bei uns Bahn-ID. Alle diese Tools brauchen Zugangsdaten. Das heißt, jeder muss sich in diesen Welten anmelden. Und wenn man die Bahn als Aggregator versteht, haben wir es relativ einfach, dass Kunden uns vertrauen. Ja? Kann man streiten über Pünktlichkeit und nicht vertrauen und schimpfen. Aber ich glaube, die Bahn hat nicht das Problem, dass die Kunden ihre Daten geben, und sagen, ich habe hier ein Konto, ich kann mich hier anmelden und ich kann meine Kreditkarte hinterlegen, meinen Führerschein und alles, was man braucht. Und über diesen Zugang kann man Märkte erschließen, und zwar einfach. Ja, und dann kommt man nach Hamburg und in Hannover gibt es euch noch, in München schon weniger. Ja, und dann kommt in Hamburg und dann passiert genau das und sagt, hey, da fährt dein Moja vorbei, willst du einsteigen? Ja? Und ich muss nicht mich als eine App runterladen, mich anmelden, mich verifizieren. Ja? Das macht kein Mensch. Ja? Und ich glaube, das ist ein großer Enabler in die Zukunft. Das unterstützt mit Assistenzsystemen sozusagen, nimm den, das ist der schnellste Weg dahin. Ja? Ich weiß, du hast einen Termin da, nimm diese Route. Ja? Und ich glaube, da müssen wir Intelligenz reinstecken. Und das wird die Zukunft verändern, von uns allen, bin ich ziemlich sicher. Was ich jetzt viel gehört habe in allen Beiträgen, Daten, Daten, Daten. Und wo Daten sind, da ist auch der Datenschutz. Welche Herausforderungen? Richtigerweise. Ja, genau, richtigerweise, absolut. Aber gleichzeitig auch ein Einflussfaktor, um Projekte schnell umzusetzen. Siehst du da Herausforderungen, Freak? Und wie geht ihr bei Moja damit um? Ich weiß nicht, ob ich es als Herausforderung bezeichnen würde. Ich glaube, es ist auch eine große Chance, sich am Markt zu differenzieren. Deutschland als solches ist ein relativ gut regulierter Markt innerhalb der EU. Aber es gibt ja auch Wettbewerber aus anderen Regionen der Welt, wo das Thema Datenschutz definitiv anders gehandhabt wird. Dementsprechend sehe ich es nicht unbedingt als Herausforderung. Die Prozesse und die Restriktionen, die drumherum zu funktionieren haben, klar erfordern die Implementierungen, die auf den ersten Blick erstmal als notwendiges Übel gesehen werden können, die aber im langfristigen Verlauf eines Produktes, eines Projektes definitiv auch zum Erfolg führen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir durch das Mobilitätsverhalten des einzelnen Kunden auf einer aggregierten Ebene natürlich Mobilitätsverhalten auf eine Stadt projizieren können. Wir wissen aber letztendlich nicht, welcher Kunde wirklich von A nach B jeden Tag fährt. Wir wissen nicht, wo sie wohnen. Also das ist schon sehr abstrakt gehalten. Wir nehmen die Daten, die nötig sind, um die Verkehrsdienstleistung zu erbringen mit unserem Service, die wir erbringen. Und alles andere interessiert uns in erster Linie nicht. Wenn man dann mit den anderen Partnern zusammen in diese ganze Wertschöpfungskette guckt, gibt es natürlich Interessen, gewisse Informationen zu
verteilen, damit der Service bestmöglich erbracht werden kann. Aber letztendlich ist es so, dass wir uns da logischerweise an sämtliche Standards halten, was ja als Volkswagen-Tochter tatsächlich dann auch der Standard oder der Maßstab sein muss, beziehungsweise du musst ihn eigentlich übererfüllen, wenn man ganz ehrlich ist. Und dementsprechend gibt es bei uns alle Instanzen, alle Personen, die es gefordert gibt, sind dementsprechend ausgebildet. Und ich würde es jetzt nicht als Innovationshemmer bezeichnen. Also ich glaube, man hat auf der infrastrukturellen Seite in Städten, auf dem Land durchaus Herausforderungen, die deutlich schwerer zu überwinden sind als das Thema Datenschutz. Okay, spannende Einschätzung. Den Kunden verstehen, also das nehme ich jetzt mal so heraus als Punkt, Daten zu sammeln, anonymisiert und den Kunden verstehen, das bringt mich eigentlich auch zu unseren spezielleren Themen der Mobilitätsplattform. Ich schaue wieder zu euch beiden rüber, bei Mobilitätsplattformen. Da seid ihr ja federführend mit beteiligt bei der Deutschen Bahn. Was denkt ihr beide, vielleicht du, Ante, zuerst, lassen sich Mobilitätsangebote oder wie lassen sie sich am besten intelligent vernetzen und wie wird Mobilität attraktiv? Also ich denke jetzt auch mal an Barrierefreiheit für vielleicht auch eine andere Generation als die Digital Natives. Ich schmunzle. Wir haben ja in unseren Vorgesprächen solche Sachen auch geführt. Also ich glaube, wir müssen da ein bisschen differenzieren. Ich glaube, es geht wirklich um individuelle Lösungen. Also Tobi hat vorhin ein schönes Beispiel gebracht. Wenn wir irgendwann mal mit KI so weit sind, dass wir wissen, dass ich montags immer Sport mache oder ich in die Kneipe gehe oder was auch immer, dass ich dann das Angebot individuell auf mich zugeschnitten bekomme. Das ist, glaube ich, etwas, was total wichtig und der nächste Schritt in der kompletten Mobilitätsplattform ist. Bei der Generation etwas älter, und ich gucke nicht zum André, sondern also in Summe Spaß muss sein. Tatsächlich bei einer Generation, bei unseren älteren Generationen, und wir werden älter in Deutschland, stelle ich mir das schon schwierig vor. Also ich glaube nicht, dass ich meine 73-jährige Mutter davon überzeugt bekomme, dass sie in einer App schaut, wie sie von A nach B kommt, sondern sie nimmt ihr Fahrrad oder weiß der Geier oder ruft mich an. Ich glaube, das ist so ein Punkt, da müssen wir uns andere Wege überlegen, die digitalisiert dahinter sind, aber vielleicht auch Anlaufstellen finden. Also ich hatte geschmunzelt. Wir machen einfach ein Center auf, wo wir 20 Leute einstellen und die Leute die Angebote für die Menschen zuschneiden. Vielleicht mit KI, mit einem richtigen Frontend für den Mitarbeiter dort, aber wir bieten es dann so an, dass sie es auch nutzen können. Ich glaube, in solche Themen müssen wir denken, weil ich glaube nicht, dass wir, es gibt sicherlich welche, aber das Gros der Menschheit über 70 älter wird das nicht heute beherrscht bekommen. Und ich sage mal, diese Generation werden wir noch eine Zeit lang mit uns begleiten. Also die werden da sein und sind auch ein großer Markt. Deswegen für die meisten Menschen individualisiert, d'accord, sehr, sehr wichtig. Mit allen Regularien vom BDSG oder GDPR, was dahinter im Grunde genommen steht, dass wir datenschutztechnisch das anbieten können, dass ich weiß, wie das Verhalten ist, vielleicht mit Einbindung des Kalenders, hast du nicht gesehen. Kriegen wir alles hin. Und ich hatte vorhin nur geschmunzelt, nicht wie in China, dass die Regierung weiß, wo ich bin. Da hätte ich auch ein Problem mit. Aber ich glaube, wichtig ist das individualisiert. Das Thema ältere Generation, spannend. Aber wirklich auch Face-to-Face, menschliche Beziehung. Also Vendo, menschliche Beziehung. Wir machen das, weil wir auch Spaß haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Genauso sollte es sein, für diese Generation das menschlich anzubieten und nicht versuchen, mit irgendwelchen Terminals, Check-ins und weiß der Geier was zu machen, sondern mit Menschen. Ich glaube, das ist nochmal so eine Herausforderung, die wir haben. Also ich habe eine bisschen andere Sichtweise auf das Thema Datenschutz. Ja. Wir sind bei der Bahn ja auch, wie hast du es schön formuliert, wir müssen immer noch 10% mehr liefern, als nötig ist. Aber ich glaube schon, dass uns die Struktur, wie Datenschutz aufgebaut ist in Deutschland, wehtut, insbesondere bei diesen KI-Themen. Ja, also wenn es darum geht, vorherzusagen oder mir zu sagen, hey, du bist doch jeden Montag dort und nutzt dieses Verkehrsmittel, dann tue ich schon etwas, was ich eigentlich nicht darf. Ich muss nämlich meine Verhalten personalisiert ablegen und in Datenbanken speichern. Ja? So, und wenn wir das wollen und sagen, das ist die Zukunft, dann braucht es da einen anderen Umgang. Ja, und das ist in unserer Gesellschaft schon eine Riesenherausforderung, das Thema anders zu strukturieren. Ja, es gibt Länder wie Estland, die digital aufgewachsen sind,
die andersrum denken. Ja? Da ist nicht erstmal alles verboten, sondern da ist der Mensch der Enabler. Ja? Also du musst quasi anfragen, darf ich deine Daten nehmen? Und ich habe selber die Hoheit darüber. Ja, das versucht man heute in Deutschland ja eher regulativ zu lösen und sagen, eine Lösung für alle zu finden. Ja, und jeder kennt das, ne? Wenn ein Fernseher heute angeht, ständig muss ich irgendwelche Cookies aktivieren etc. Ja, das geht an dem Kunden vorbei, aber das ist quasi das Outcome von unseren Regularien. Ja, und insofern sehe ich da schon eine Herausforderung. Ja, und insofern ganz besonders, weil andere Länder dieser Welt uns da überholen werden. Ja, die werden es einfacher haben, mit diesen Daten umzugehen. Ja, ich bin bei dir, wir wollen keine chinesischen Verhältnisse, ja, wo alles vorhersehbar ist und der dann sagt, du musst jetzt aufstehen, das ist die Hose, die du anziehst, Ante. Ja. Heute mal keine roten Socken. Ja, ja, aber da steckt eine Spannung drin. Ne? Insofern ist die Herausforderung schon sehr groß. Ne? Also so auch mobilitätseingeschränkte Reisende ist für uns ein Riesenthema, weil die Datenschutzanforderungen in dem Bereich ja noch viel, viel höher sind. Ja? Also wir haben uns lange Zeit nicht daran gewagt, Dinge abzuspeichern. Also wenn du sagst, ich bin gehbehindert, habe einen Rollstuhl und das will ich in meinem Profil ablegen, das ist ein Datensatz, der die höchste Sicherheitsstufen hat. Ja? So, und das musst du jetzt auf eine App wie einen Navigator bringen. Das ist hochkomplex. Ja? So, und am Ende verhindert das, dass man für solche Gruppen sinnvolle Lösungen schafft. Ja? Weil man erst einen Massenmarkt aufbaut. Ja? Das macht schwierig. Insofern glaube ich schon, dass wir da eine Herausforderung haben und dass es gut täte, da vielleicht nochmal anders drauf zu gucken. Ja? Und wie das verändern können in Deutschland, ist eine schwierige Frage. Ne? Also da, Was meinst du denn, wer das verändern kann? naja, das ist schon ein ethisches Thema. Ne? Das ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Das kann eigentlich nur über Generationen kommen. Ja? Also wenn sich so eine Sichtweise mal auswächst, ja? Aber das dauert halt, ja? Jahre, Jahrzehnte im schlimmsten Fall. Ne? Und die haben wir am Ende des Tages dann eigentlich nicht. Ne? Das ist das Risiko, das man dabei eingeht. Ne? Absolut. Okay, da bleiben wir gespannt und müssen das in der Zukunft beobachten. Ich will jetzt nochmal die ideelle Welt aufmachen, dass wir die Herausforderungen nicht haben. Und Tobi, dich nochmal fragen, was denkst du, was der Kunde wirklich will an Angeboten und wie man das schafft? Also wenn du dich jetzt wirklich mal in den Reisenden reinversetzt. Also ich glaube, dass der Plattformgedanke eigentlich nur der erste Schritt sein kann, weil der Enduser will nicht 17 Apps, der will auch nicht eine App, der will eigentlich nur die Information, die er gerade braucht, so schnell wie möglich. In der Zeit, in der ich mein Handy entsperre, die App öffne, sage, wo ich gerade bin, wo ich hin will oder idealerweise meinen Favoriten öffne, das glaube ich nicht, dass das irgendjemand will. Eigentlich möchte ich dabei schon viel mehr Unterstützung haben. Und wenn es dann um den individuellen Personenverkehr geht, darum, wie ich zur Arbeit komme, wie ich zum Sport komme, in die Kneipe, was auch immer, dann möchte ich eigentlich nicht wissen, ist gerade ein Moja in der Nähe, dauert es länger, bis das nächste da ist, nehme ich den Bus, gucke ich im DB Navigator, laufe ich 10 Minuten zur Bahn. Den ganzen Scheiß will ich nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendein User will. Oder ist gerade ein Lime bei mir in der Nähe abgestellt. Sondern das alles konsolidiert und vereinfacht, ohne dass ich mich um den ganzen Login-Bereich kümmern muss, ohne dass ich 17 Profile brauche. Also ich glaube, dass die Konsolidierung und Vernetzung von verschiedenen Mobilitätsplattformen das Nonplusultra wäre. Und davon sind wir noch sehr weit weg, weil Regulatorien, Datenschutz und so weiter eben schon Hindernisse in den Weg legen, allein schon für mich irgendwo ein Profil anzulegen, ohne mich zu fragen, das ist ein absolutes No-Go. Da haben wir, glaube ich, alle das gleiche Verständnis von. Aber ich bin überzeugt, dass so persönliche Assistenten, die das für mich managen und mein Problem lösen, statt mir neue Probleme auf dem Weg dahin in den Weg zu legen, dass das eigentlich ist, was Kunden sich wünschen würden. Und da bist du dann auch bei Generationen dabei. Ne? Dann kannst du den vielleicht hinter ein Telefon packen und dann ruft deine Mutter die Telefonnummer an, die du ihr gibst und sie hat ihren Assistenten dann am Telefon, der das für sie klärt. Und ihr erklärt, hey, da kommt gleich ein Auto vorbei, das sieht ein bisschen größer aus, sieht ein bisschen futuristisch aus, steht Moja drauf, da kannst du einfach einsteigen, vielleicht sitzen da andere Menschen drin, mit denen kannst du dich in Ruhe unterhalten, das ist total cool, das ist ökologisch, weil mehrere Leute mit demselben Fahrzeug fahren, ist elektrisch, ist Ökostrom geladen. Na, also kann er ihr auch erklären, wenn das nötig ist. Und das ist eben individuell angepasst und nimmt diese Hürden weg. Gesundheit. Gesundheit. Ja,
Würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Also ich glaube tatsächlich, so wie du es angesprochen hast oder auch erklärt hast, das ist tatsächlich so eine User Journey, wie sie im Idealzustand wäre. Ich glaube, so die Verhinderung oder die Durchmischung der Plattform hat tatsächlich, glaube ich, auch letztendlich nicht nur die regulativen und sonstigen Anforderungen, sondern teilweise auch wirklich technische und auch von den Privatunternehmen, die diese Services teilweise anbieten, gibt es natürlich auch gewisse Herausforderungen bei der Integration, bei der Bereitstellung. Die werden jetzt gelöst und da wird auch deutlich offener das Ganze gestaltet. Was ich noch spannend finde und wo ich, glaube ich, den User Value auch noch so ein bisschen hinschieben würde, wäre letztendlich die Verfügbarkeit der verschiedenen Dienste. Na, also wie oft fährt der Zug pro Stunde auf der Strecke Frankfurt-Hamburg? Wie oft fährt oder wie lange brauche ich am Jungfernstieg, bis das Moja kommt? Wie viele Taxen stehen am Taxistand? Wie viele Scooter stehen denn wirklich in der unmittelbaren Umgebung von mir? Ne? Also ich glaube, diese Services, selbst wenn man alle Plattformen zusammenzieht oder eine Multiplattform hätte, sie braucht trotzdem sehr spezialisierte Flottenanbieter sind es am Ende des Tages, die in sich selber aber ihre Optimierung und den Kundendemand so gut verstehen, dass letztendlich da ein Schuh draus wird und das alles in sich zusammenspielt. Weil, so blöd das klingt, wenn ich meine Optimierung nicht im Griff habe, dann hat der DB-Navigator mit mir als Moja-Plattform, sage ich mal, überhaupt keinen Mehrwert, weil ich permanent No-Offers an den DB-Navigator rausspielen würde. Das heißt, Kern wird trotzdem die Flottenoptimierung sein, wo die Technologiesprünge und künstliche Intelligenz, wobei mich da wahrscheinlich viele schlaue Leute bei uns im Unternehmen abstrafen würden und es eher tatsächlich noch als Algorithmus mit Machine Learning betreiben würden. Da machen wir riesengroße Fortschritte und da sind wir wirklich tief drin in der Optimierung. Und der Zugang ist, sage ich mal, noch ein zweites Paar Schuhe, wo wir dann zukünftig drauf schauen müssen. Aber einmal die Verfügbarkeit der Fahrzeuge, eine gute flächen- und demandbasierte Abdeckung in der Stadt zu schaffen, ist erstmal eine Herausforderung an sich. Und deswegen haben wir das in Hamburg, in dem Gebiet, wo wir hier unterwegs sind, von Tag 1 an immer aus Effizienzgründen versucht so zu betreiben, dass wir die Effizienz oder die Verfügbarkeit für den Kunden möglichst hoch haben. Stimme ich zu 100% zu. Ja, ich glaube, das Angebot definiert quasi die Zukunft. Ja. So, also wir sind ja angetreten bei der Bahn als Vertriebssystem, aber das Problem der Bahn ist ja nicht, dass wir dem Kunden kein Ticket verkaufen. Ne? Also es hat noch keiner Kunde bei uns angerufen und gesagt, ich habe kein Ticket gekriegt, ne? Sondern er sagt, Ticket habe ich, aber die Leistung ist nicht da, ja? Oder nicht in dem Maße, nicht in der Zeit, ja? Nicht in dem Takt, wie ich es gerne hätte. Ja, so, und dann ist das der tatsächliche Enabler. Ne? Also das Deutschlandticket ist ein schönes Thema, zu sagen, wir machen einen einfachen Einstieg in eine Mobilität deutschlandweit für den Kunden, aber das klappt auch nur da, wo das Angebot da ist. Ja? Und das ist genau der Punkt, den du sagst. In Hamburg ist ja Schlaraffenland, ne? Also für Mobilität. Ja? Was du hier an Anbietern findest, ist fast faszinierend. Vorreiter, ja, mit euch, mit den ganzen Scootern, ja, der öffentliche Verkehr ist gut angemeldet, der Stadtrat, ja, also alles Mögliche ist da. Du sagst, du verzichtest auf Auto, kann ich verstehen, ja, kann ich in Berlin auch noch verstehen. Wenn du meinen Nachbarn fragst oder mich, ich sage, ohne Auto ist schlecht, ja, weil bei mir fährt ein Zug, ja, aber der letzte dann um 18 Uhr, ja, und dann war's das, ne? Kommst du von der Arbeit nicht nach Hause. So, wird schwierig, ne? Also das Angebot ist das A und O und ich glaube, da müssen wir uns darauf konzentrieren, wie das kommt und das braucht Menge, das braucht Vielfalt, das braucht unterschiedlichste Typen Anbieter und dann eine intelligente Vernetzung, dass es der Kunde sinnvoll für sich einsetzen kann. Das ist der zentrale Punkt. Ja. Ich würde an der Stelle noch eins on top. Es ist super, dass wir das Ganze uns anschauen als wirtschaftliche Unternehmen für Großballungsräume, da wird es immer das geben. Wenn wir uns aber die ländlichen Regionen bei uns in Deutschland anschauen, also ich, der aus dem Schwarzwald kommt, der in Offenburg eine super Anbindung hat mit einem ICE, aber wie komme ich weiter? Wenn mein letzter Bus, weiß ich nicht, in das Dorf, wo ich wohne, ich bin erst einmal damit gefahren, ich glaube, das ist 18 Uhr und dann ist rum, Schicht im Schacht, ähnlich wie du sagst. Wie komme ich irgendwo auf die Schwäbische Alb, wie komme ich da weiter? Wie komme ich da, wie schaffe ich es? Und da glaube ich, da ist so ein bisschen das Interesse unserer Politik oder sage ich mal auch der kompletten Politik muss dahinter sein, diese Mobilität auch in diese Regionen zu bringen.
Weil wir werden nicht mehr, die Ballungsräume werden nicht mehr wachsen. Wir werden irgendwann mal wieder aufs Land gehen. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, ihr wohnt nicht mehr zum Teil hier in Hamburg, sondern ihr seid irgendwo rausgezogen, weil man einfach die Mietpreise auch nicht mehr bezahlen kann und ähnliche Geschichten dann werden. Aber dann muss man die ländlichen Regionen auch anbieten. Und das ist heute für mich sehr schwer vorstellbar, dass man das wirtschaftlich tun kann. Also das ist wirtschaftlich sinnvoller, dass man Preise dafür entwickeln kann. Am Ende des Tages wollen wir mit Unternehmen Geld verdienen. Das müssen wir irgendwie gestützt machen durch staatliche Unterstützung oder wie auch immer. Also kann ich in vielen Teilen nachvollziehen. Ich glaube, in den ländlichen Regionen wird sich das Angebot anders darstellen. Ja, also da wirst du mit einem Moja-Taxi wenig Erfolg haben. Das rentiert sich einfach nicht, wenn alle 3 Stunden einer vorbeikommt und mitfahren will. Ja? Aber die Frage ist einfach, wie kann man Intelligenz nutzen, um, bleiben wir mal im simplen Beispiel, einfach Fahrpläne miteinander abzustimmen. Ja? So, ich bin privat sehr gerne auf Sylt, ja, und die Menschen da haben ein Riesenproblem. Man hat keinen Wohnraum mehr auf der Insel, der bezahlbar ist. Das heißt, jeder, der da arbeitet, kommt quasi mit der Bahn an. So, jetzt gibt es eine Baustelle, jetzt passiert Folgendes, jetzt kommen alle Züge 10 Minuten später in Westerland an, wenn sie pünktlich sind. Ja? So, führt aber dazu, dass die Inselbusverbindungen für die Menschen nicht mehr passen. Das heißt, jeder steht jetzt 30 Minuten rum. Und man hat das zweimal am Tag. Das heißt, meine Arbeitszeit verlängert sich zwanghaft um 1 Stunde. Ja, und das muss geändert werden. Ne? Und das ist gerade auf den ländlichen Ebenen, muss eine Intelligenz her, es müssen Angebote her, wie Mitfahrzentralen, keine Ahnung. Ja? Dass dann steht, hey, da fährt gerade einer im Auto vorbei, der hat noch 3 Plätze frei. Ja? So, wenn du das dynamisch miteinander verdreitest, kriegst du da ein Angebot, das wieder attraktiv wird. Ja? Ja, tatsächlich auch viele Diskussionen, die wir mit den Städten führen. Also ich glaube, da wo politischer Gestaltungswille ist, der bezieht sich in der Region wie in Hamburg tatsächlich in vielerorts auf den städtischen Verkehr. Aber es geht auch sehr stark um die Randbezirke und den ländlichen Raum drumherum. Und ich glaube schon, dass man da mit autonomen Fahrzeugen in der Ausbaustufe dann Effizienzen heben kann, die heutzutage einfach nicht gehoben werden können, weil die Einheiten, der Bus, der bei Ante vorbeifährt, da brauche ich keinen 50-Sitzer vorbeischicken, sondern da reicht wahrscheinlich ein 5-Sitzer, den aber nicht nur einmal alle 6 Stunden, sondern irgendwie zweimal pro Stunde. Wenn ich dann aber fairerweise nicht mehr auf die Arbeitskraft der Fahrerinnen und Fahrer mit den Abhängigkeiten an Schichtstart, Schichtende, Lenkzeiten, Ruhezeiten abhängig bin, entstehen da, glaube ich, Möglichkeiten, auch Fahrzeuge oder Assets effizienter zu nutzen und das Ganze on demand zu betrachten. Aber am Ende des Tages, genau wie du es gesagt hast, Wirtschaftlichkeit wird für die Privatanbieter immer wieder der Casus Knacktus sein. Aber da entwickelt sich in Deutschland auch ein bisschen was in die Richtung. Mit der Novelle vom Personenbeförderungsgesetz hat man jetzt auch Möglichkeiten, andere Konzessionen zu erlangen, wo man dann auch ein bisschen in die bedarfsorientierte Abdeckung geht. Es tut sich was, vielleicht in der einen oder anderen Region nicht schnell genug. Auf der anderen Seite muss ich technologisch halt auch viel tun. Weil wenn ich einen Rufbus nach draußen schicke, habe ich immer noch nicht eine Intelligenz oder eine Flottenintelligenz, wie ich sie vielleicht in einer Großstadt habe. Und da sind viele Parameter, die, glaube ich, zusammenfinden müssen. Ich sehe das aber in vielen Regionen. Vielleicht hat man da ein bisschen stark die Hamburg-Brille aktuell auf. Da tut sich viel, da ist viel Gestaltungswille, weil du hast vorhin aufgezählt, was es alles braucht für die Verkehrswende. Und ich glaube, es ist am Ende auch sehr, sehr viel politischer Gestaltungswille. Und wenn man sieht, Schlaraffenland Hamburg hast du es gerade für Mobilität genannt. Ja, wir sind hier tatsächlich, glaube ich, gut aufgestellt. Also man hat wirklich viele Bereiche, die man gut miteinander vernetzen kann, viele Synergien, die man heben kann. Wir hatten das Thema im Vorgespräch, wo es darum ging, dass ich zum Bahnhof fahre, beispielsweise mit dem Moja, ich aber immer erstmal 15 Minuten Puffer oder 10 Minuten Puffer einrechne, ne? Weil vielleicht Gleiswechsel, vielleicht das Fahrzeug einen kurzen Tick später, ICE wird sicherlich nicht auf mich alleine warten, aber diese Abhängigkeiten in einer Reiseplanung, wenn man die minimieren kann und dann vielleicht auch den Bus auf Sylt 10 oder 15 Minuten warten lassen kann, weil er sonst leer fährt, das sind Sachen, die man zusammenbringen muss, wo man über die Grenzen der einzelnen Anbieter hinweg schauen muss, wo man auch Schnittstellen öffnen muss. Damit so eine Intelligenz entstehen kann. Und sie ist ja dann auch wieder, weil wir, glaube ich, irgendwann über das Thema gekommen sind. Das ist ja das, was der Kunde will.
Und das ist am Ende auch das, was der Anbieter will, weil der will ja nicht wegen einem verspäteten Zug einen leeren Bus fahren haben, wo er trotzdem den Fahrer und das Asset bezahlt, sondern der kann ja gerne 10 Minuten warten, um dann den Bus voll zu haben und das Mobilitätsproblem der Menschen zu lösen. Finde ich einen super spannenden Aspekt, also auch aus der Perspektive des, ich sag mal, Endverbrauchers, als desjenigen, der es nutzt. Wir haben, glaube ich, viele Erkenntnisse, so wie ich das verstehe, aus dem städtischen Bereich und das auch zu nutzen, um den ländlichen Bereich in der Mobilität zu bündeln. Ich glaube, viele haben noch gar nicht dieses Verständnis von, welche Anbieter gibt es. Ich denke an IOKI bei euch bei der Deutschen Bahn, die auch ein bisschen äußerstädtischen Bereich, noch nicht ganz ländlichen Bereich, so wie ich das verstanden habe, fokussieren. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass eine Mobilitätsplattform, wo meine Oma nur eine App öffnen muss auf ihrem Handy, einfacher und zugänglicher ist für viele Reisende als so wie ich. Ich habe 10 Mobilitäts-Apps auf meinem Handy und die alle irgendwie miteinander handeln. Das klingt sehr spannend. Tobi, was meinst du? Welche Chancen und Herausforderungen siehst du in der weiteren Entwicklung und auch Skalierung von Mobilitätsplattformen? Auch technisch gesehen. Ja, ich überlege gerade, wir hatten vorhin noch über ein Thema gesprochen, vorab, um Regulatorien leichter, also erstmal Prozesse zu beschleunigen. Das ist ja so, Bundesnetzagentur ist für euch vielleicht so das Thema schlechthin, wo man doch mal so ein Jährchen wartet, bis man eine Antwort kriegt oder bis ein Prozess durch ist. War eine Überlegung, alles, was es an Regulatorien gibt, mal in eine LLM zu schmeißen und dann früher ins Gespräch zu gehen, weil die BNetzA, die tickt ja eher so Ja oder Nein und gibt keine sonderlich konstruktiven Hinweise. Und wenn man das allerdings mal in ein Modell schmeißt, was halt dafür geschaffen ist, das sind klare Rahmenbedingungen, unter denen man agieren muss, das ist eine recht große Menge an Daten, die da schon mal reingehen, die einem dann auch hilfreich beantworten können, welche Probleme habe ich aus den Regulatorien zum Beispiel und wie kann ich das zum Beispiel umgehen. Wenn wir sagen, wir wollen gerne wissen, wie viele Leute sind gerade in einem Wagen, als Beispiel, das bei der Bahn auch immer wieder auftaucht. Ne? So, ein Wagen ist voll, alle anderen sind leer, die Leute ärgern sich, kriegen aber keine Hinweise. Wäre gut zu wissen, wie viele Menschen da sind. Nachteil, Kameras sind verboten, weil man damit Personenrechte irgendwie nicht berücksichtigen würde. Dann müsste man also gucken, welche Sensorik funktioniert. Kann ich Wärmebildkameras nehmen, die nicht dazu geeignet ist, Personen zu erkennen? Sind Wärmebilder von Personen individuell? Ne? Also genau, das ist halt so, ich glaube, an vielen Stellen geht es gar nicht um die neueste Technologie, sondern erstmal den Kram, den wir noch haben, wenigstens mal so ein bisschen zu digitalisieren. Ne? Also so statt dem Klicker reicht es vielleicht durchzugehen und eine Wärmebildkamera wäre so ein Beispiel, wo man halt einerseits die Rahmenbedingungen berücksichtigt, andererseits kreative Lösungen findet und dabei das gesamte Regelwerk, das allerdings gegeben ist, berücksichtigen kann. Ich glaube, dass das ein Schritt sein könnte. Gleichzeitig kenne ich halt die Regulatorien nicht gut genug, dass ich weiß, dass es funktioniert. Aber hier habt ihr mal einen Tipp. Add-on dazu. Ich glaube, also das auf alle Fälle nochmal bestätigt, was an Regulatorien und allem an solches vorhanden ist. Nur ich glaube, was wir auch manchmal machen müssen und wirklich auch als Menschheit oder als Menschen, digital wird uns nicht alles lösen. Diese LLMs und die KI wird uns nicht lösen. Back to the roots. Wir sind Menschen, warum fahren wir nicht zusammen? Warum nutzen wir nicht zusammen ein Auto und fahren zu zweit? Nein, ja, jeder kommt mit seinem Auto gekommen. Mein liebstes Beispiel, als ich Jugendlicher war, gab es Sammeltaxis. Ich weiß nicht, ob es sowas heutzutage überhaupt noch gibt. Da ist er angerufen, dann hat er eingesammelt. Gibt es bei uns zum Beispiel in der Region nicht mehr. Boah, das ist heute also ich glaube, wir würden irgendeinen Venture Capital finden, der das mitfinanzieren würde, wenn wir das als digitale Plattform anbieten würden. Aber einfach auch so, auch der Appell an uns alle, gemeinsame Sachen zu nutzen, gemeinsame Assets, gemeinsam mit einem Auto zu fahren, gemeinsam die Bahn zu nutzen. Oder egal, dass wir das wirklich, nicht jeder fährt mit dem Auto irgendwo hin, nicht jeder, sondern ich glaube, dadurch kann man viel schaffen. Und sowas wie Mitfahrzentrale ist jetzt auch 20 Jahre alt. Ich glaube, die Kollegen, die das damals mitgegründet haben, Mitfahrzentrale ist, glaube ich, wirklich 2000, 2001 entstanden. Man muss sich das vorstellen, das ist schon
Wir reden über 22 Jahre, wo sowas versucht wurde zu digitalisieren. Das sind Themen, die wir auch noch mitnehmen müssen und daran arbeiten. Das ist so ein wichtiger Punkt für die Zukunft. Gehirn einschalten, würde ich sagen. Ich finde, das ist ein super Appell auch schon für den Abschluss unseres Podiums. Wir haben vorher gesprochen, wie schnell geht eine Dreiviertelstunde rum und die geht sehr schnell rum. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage, bevor wir zu den Fragen des Publikums kommen. Und zwar an jeden von euch, mal kurz in 2 Sätzen. Wir stellen uns vor, wir haben einen kleinen Ponyhof, wir haben das Jahr 2050 und ihr könntet euch eine mobile Zukunft malen. Wie sehe die aus? Ohne Regularien, ohne alles. André? Also kundenzentriert. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, um den es geht. Ja. Wir denken noch zu viel nach wirtschaftlichen Interessen. Das ist sinnvoll, das muss man auch tun. Ja. Ohne ein Geschäftsmodell wird eine Idee nichts. Aber wir haben zu wenig den Kunden im Vordergrund. Ja. Dein Beispiel war gerade schön mit nutzt doch mal das, was da ist. Ja. Wir haben diesen Komfort-Check-In gebaut, der echt ziemlich erfolgreich ist, von den Kunden gut angenommen wird. Aber dahinter ist wieder eine Logik entstanden, die Dinge abfragt. Und erst wenn alles eingetroffen ist, kann der Kunde sich einchecken. Ja. So, um eine Auswertung zu machen, wie viel Sitzladefaktor habe ich in einem Zug, reicht es schon, wenn der Kunde was abscannt. Ja? Ob die Fahrkarte gültig ist, ob er die richtigen Tickets hat, ist erstmal egal. Ich weiß erstmal, dass er da sitzt. Ja? So, und diese Informationen verschwenden wir. Das heißt, wir machen es dem Kunden zu kompliziert. Ja, und ich glaube, das ist das, was in 2050 sich durchsetzen wird. Entweder die großen Plattformen lernen es und gucken auf ihren Kunden und machen genau das, dass ich Mobilität vernetze. Ja? Oder es wird einen Aggregator geben, der das für sie tut. Ja, und ich gehe so weit, dass ein iOS oder ein Android irgendwann im Betriebssystem Grundfunktionen der Mobilität haben wird. Ja, und du wirst diese Plattform gar nicht mehr brauchen. Ja. Danke, André. Sehr lange 2 Sätze, aber Ja, spannend. Alles gut. Wir auf einem Ponyhof sind und wir was. Bei der Bahn sind 2 Sätze nur durch Semikolon getrennt. Also, deswegen geht das sehr lange. Also 2 Sätze dazu, 2050, Ponyhof. Ich bin bei diesem Quadcopter. Also fände ich schon geil. Irgendwie ein Call, ich werde geholt. Gerne auch in einem Stuhl, ohne aufstehen zu müssen, irgendwo hingeflogen. Also wäre schon für mich persönlich so ein Idealbild. Hat schon was. Tatsächlich glaube ich, kundenzentriert auf alle Fälle. Vielleicht bin ich aber auch der Nostalgiker ein bisschen. Ich wünsche mir mehr das Thema, auch mehr gemeinsam, nicht nur die Plattformen zu nutzen, sondern mit den Menschen zu interagieren und das gemeinsam zu nutzen. Also nicht nur, ich habe keine Lust, so ein typisches Beispiel, wir sind alle irgendwie, jetzt werden es mehr als 2 Sätze, sorry, wir sind alle irgendwie bei weiß ich, Meta und Facebook und Instagram und benutzen das und sind da irgendwie, nee, wir können auch miteinander reden und können von nach A nach B miteinander mit dem Fahrrad fahren. Geht auch. Das ist so mein Idealbild irgendwo im ländlichen Ponyhof. Wenn ich es brauche, kommt der Quadcopter, der ist dann über eine App gesteuert und ansonsten fahre ich mit dem Nachbarn mit dem Fahrrad zur Kneipe auf ein Bierchen. Also. Aber dann schon mit dem Tandem, ja? Ja, genau. Sehr gut. Freak. Ich würde es mal mit 3 Wörtern probieren, die aber glaube ich noch kurz erklären. Also in erster Linie sicher. Ich dachte, du gleichst das jetzt aus. Aber In erster Linie sicher. Also ich glaube, die tausenden Verkehrstoten, die wir weltweit sehen, gerade im städtischen Bereich oder im Privat-Pkw, muss reduziert werden. Ich glaube, da kann Technologie unglaublich stark helfen. Ich glaube, die Mobilität muss verfügbar sein. Das heißt, ich will keine langen Wartezeiten haben. Das erreichen wir, indem wir Systeme miteinander verknüpfen, voneinander lernen und letztendlich gute Angebote rausspielen. Und sie muss am Ende des Tages verlässlich sein. Ich glaube, das ist auch heutzutage schon wichtig. Ich will nichts buchen oder mich auf irgendwas verschreiben, was dann nicht erfüllt wird oder wo ich mich danach drüber ärgere. Also zu vermeiden, dass Kunden sich ärgern, dass sie eine Mobilitätsform gewählt haben, die vielleicht ökologisch besser ist oder andere Vorteile hat. Ich glaube, da müssen wir deutlich besser werden. Und ansonsten wie heißt der, Volocopter? Nee. Whatever. Der Helikopter, der ist schon, das ist super. ja. Cool. Sorry. Hätte ich auch Bock drauf. Ich glaube, ein Thema, was wir noch wenig angerissen haben, was mir jetzt noch fehlt, ist, dass es auf jeden Fall auch ökologisch sein muss. Also wenn wir 2050 erreicht haben, dann heißt das schon mal, dass wir einen großen Teil der Klimakrise so weit
abgedämmt bekommen haben, dass mehr Leute mit der Bahn gefahren sind, weniger Leute alleine in ihrem Auto in großen Städten unterwegs sind. Und das ist eigentlich der Punkt, der mir bis dahin am wichtigsten ist, dass wir wirklich geschafft haben, mal den alten, stinkenden Scheiß loszuwerden, mehr Elektromobilität mit grüner Energie. Und ob ich dann mit dem Roller, Fahrrad, Auto, wie ich dann dahin komme, hoffentlich ist mir das dann ziemlich egal. Hauptsache schnell, oder? Ja. Was ist dein Punkt? Ja. Und halt nachhaltig. Auch so Green AI ist auch gerade sehr stark im Kommen, dass die Diskussion, ne, ChatGPT, jeder Anfrage. Nochmal ein komplett neues Kapitel, bis dahin aber auf jeden Fall gelöst und hoffentlich können wir dazu beitragen. Das klingt doch nach einer sehr schönen Welt in 2050. Wir sind gespannt, wir treffen uns dann 2050 nochmal wieder und schauen auf dieses Podium zurück. Danke erstmal für die spannende Diskussion. Ich möchte jetzt die Fragen aus dem Publikum aufnehmen und deshalb hier einmal vor Ort euch gefragt, welche Fragen sind euch entstanden? Gut, ich gucke hier nochmal in die digitale Welt. So. So, ich habe hier eine Frage von einem anonymen Zuschauer, und zwar die Frage, die hier gestellt wurde. Wie seht ihr die Vernetzung regionaler Plattformen wie Yelby in Berlin, HVV Switch in Hamburg mit größeren Plattformen, die DB Navigator als Multiplattform? Oder bleibt es bei regionalen Plattformen? Es wird beides geben und beides hat eine Daseinsberechtigung und das ist auch gut so. Ja? So, der Kunde, der regional in Hamburg unterwegs ist, kann mit einer HVV-App wahrscheinlich viel mehr anfangen als mit einem DB-Navigator. Ja? So, weil du immer individueller agieren kannst und sich auf die Region einstellst. Der Navigator als Aggregator wird diese Services anbieten, ja? Aber er muss natürlich versuchen, Standards zu setzen, ja? Und gewisse Grundfunktionen zu haben. Ja? Insofern sind beide Welten sinnvoll. Ja, und ich glaube, wenn wir über Technologie und Fortschritt reden, brauchen wir auch genau das, weil die Kreativität genau dort entsteht und die Services für den Kunden und die Erfahrungen. Ja, und am Ende geht es darum, dass beide Welten überleben. Ja, ich glaube, ein Add-on, ein Satz mehr dazu, gegenseitig Schnittstellen aufmachen, offen sein, Partnerschnittstellen aufzumachen, dass man als Partner und nicht als Konkurrenz sich der Themen angeht, sondern gemeinschaftlich als Partner die Sachen angeht und da dementsprechend auch offen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auch offene Schnittstellen an das Thema ranzugehen. Das merken wir tatsächlich auch sehr, sehr stark, wenn wir jetzt mit anderen Städten im Gespräch sind. Da gibt es ein sehr hohes Interesse daran, auch die lokalen Aggregatoren zu stärken, weil genau, wie André gesagt hat, der regionale Bezug in der Mobilität, der ist nicht zu vernachlässigen. Ein Aggregator wird immer Standards setzen müssen. Das heißt, je höher ich aggregiere, desto mehr von der aufs Produkt bezogenen Usability geht ein Stück weit verloren. Das ist so. Wenn die Schnittstellen nicht hundertprozentig offen sind, gibt es teilweise auch in den nativen Apps von gewissen Anbietern mehr Features oder andere Features, die es auf hoch aggregierten Ebenen nicht mehr gibt. Das ist aber, glaube ich, letztendlich okay, weil ich glaube, beide Bottom-up, Top-down, wie auch immer man es nennen möchte, erfüllt signifikante Travel Needs und ich glaube, dafür ist es extrem gut. Ich glaube auch, dass das auch etwas sein wird, was in Zukunft Bestand haben wird. Definitiv. Okay, wir haben noch eine weitere Frage von Paul Ulrich. Mir fehlt derzeit noch der flächige Ausbau von Fahrrädern. Alle reden nur von E-Bikes. Gebt ihr dem mechanischen Fahrrad noch eine Chance in der Mobilität? Ich glaube, Ante, du würdest sofort Ja sagen. Ja, logischerweise. Also Hintergrund ist natürlich verrückter Rennradfahrer oder genieße es, mein Rennrad zu benutzen. Ich werde mich auch so lange weigern, ein E-Bike zu benutzen, bis ich es dann mal vielleicht benötige. Weil ich einfach sage, also nostalgisch. Und ich gebe dem Thema relativ viel Zukunft, wenn man sich heute einfach mal anschaut,
Wie schwierig es ist, eine Shimano 105 zu bekommen für sein Rennrad, ist immer noch die Wartezeit zwischen 3 bis 6 Monaten, glaube ich. Also war es zumindest vor einiger Zeit. Ich glaube, auch da ist das Thema Fahrrad. Wie schaffen wir es, Verfügbarkeit zu bekommen? Wie schaffen wir es auch, zum Teil Lieferketten wieder nach Europa zu bringen? Also das können wir mal ein anderes Thema, aber das ist auch so ein Thema, was sehr, sehr spannend ist, dass wir das in Europa oder regional dann auch wieder zur Verfügung haben. Und ja, mechanisches Fahrradfahren hat Zukunft und ich würde verbieten, Jugendlichen, die gesund sind, vor dem 18. Lebensjahr, dass die Eltern ihnen ein Elektrofahrrad kaufen, weil das wäre für mich ein sehr gutes Regulatorium, damit man sich auch bewegt. Aber das ist meine Lebensentscheidung. Also es gibt ja auch schon Studien, die nachweisen, dass die Elektrofahrräder deutlich mehr zur Reduzierung von CO2 dienen und dass Fahrzeuge, Autos abgeschafft werden. Also wenn es dazu hilft, dass Leute weniger Auto fahren, dann bin ich voll für viel mehr E-Bikes. Für Strecken, wo man vielleicht nicht verschwitzt bei der Arbeit ankommen will. Also ich oute mich mal, ich fahre recht gerne E-Bike, aber ich habe halt 12 Kilometer zur Arbeit. Habe ich nicht so richtig Lust, hier verschwitzt anzukommen und finde es dann deutlich angenehmer und bin schneller als mit dem Bus oder mit dem Auto. 2 Antworten dazu und das wirklich persönlich. Mach doch. Eine Dusche einbauen, geht. Und tatsächlich glaube ich schon, d'accord, wenn man Auto fahren, also wenn man CO2-Ausstoß dadurch einsparen kann, auf alle Fälle E-Bikes. Ich glaube aber, und das ist so ein bisschen 2 kleine Kinder zu Hause, die in der erste Klasse und Kindergarten mit einer Frau als Lehrerin, ich glaube, wir müssen es wieder schaffen, unsere Jugendlichen mobil zu machen. Hört auf, wir haben heute Tetris-Kinder. Also das sind keine Tetris, sondern das sind Instagram-Kinder. Ich glaube, wir müssen das Thema Mobilität mit Fahrrad, Bewegung und das wieder reinzubekommen. Weil da war mehr so mein Blickwinkel drauf, als zu sagen, natürlich, ich finde es super, im Schwarzwald, wenn ich oben auf der Hornisgrinde auf 1300 hochgefahren bin und ich finde ein älteres Ehepaar, die sind 65, die sind mit ihrem E-Bike da auch hochgekommen, total geil. Die wären da nie ansonsten mit dem Fahrrad hingekommen. Also das ist schon was Cooles. Ich höre auch auf. Nein, das war jetzt kein provokativer Blick auf die... Nein. Ihr merkt, ein emotionales Thema. Wir machen die Fahrräder. gesellschaftlichen Themen auch noch mal im Anschluss Sehr auf. Wir haben gerne. ja noch ein nettes Get-Together im Anschluss. Noch mal den Blick ins Publikum hier vor Ort. Dennis? Da kommt das Mikro noch angefahren. Ich mache noch eine kurze Ergänzung zum Thema Fahrrad. Auch da muss aber trotzdem Infrastruktur verbessert werden. Es ist viel zu gefährlich in Großstädten aktuell nach wie vor Fahrrad zu fahren. Und zweite Thema, du hast es genannt, wir müssen wieder Verfügbarkeit bei Fahrrädern aufbauen. Wir müssen auch Verfügbarkeit halten. Das heißt, wir brauchen an Bahnhöfen sichere Orte, wo die Fahrräder verstaut werden können. Ansonsten geht die Verfügbarkeit wieder rapide runter, weil das Thema Fahrraddiebstahl in Großstädten ist einfach kompletter Wahnsinn, dass man in der Regel sein Fahrrad nicht länger als ein halbes Jahr hat, bevor es das erste Mal versucht wird oder geklaut wird. Ja. Intelligente E-Bikes haben auch ein Potenzial, das zu verhindern. Ne? Also was nützt ein geklautes Fahrrad, wenn es nicht mehr fährt? Ja? So, also da sind, glaube ich, so Eine kurze sind wir nicht. Schranke einbauen. Wir haben noch 2 Fragen und 3 Minuten. Dementsprechend, Dennis. Halbfragen, würde ich mal sagen. Also einmal ich stelle mich gleich noch vor, sag schon mal du, also an dich eine Frage. Ihr habt ja selber schon festgestellt, dass in der Stadt sind wir ja quasi eher übermobil. Also man muss ja aufpassen, dass man sich nicht die Beine bricht, wenn man auf den Bürgersteig geht, wegen den ganzen E-Scootern etc. pp. Und dass im ländlichen Raum eigentlich der Knackpunkt des Ganzen liegt. Also bei Moja, wie konkret sind da Überlegungen, also wie ist, die strategische Ausrichtung da? Also bleibt man in den urbanen Räumen oder ist das ein Gedanke, den man macht so? Und vielleicht in die Runde noch die Frage dann tatsächlich, wie seht ihr das, wie wichtig Mobilität in der Zukunft überhaupt noch ist? Also nimmt das eher zu und aus welchen Gründen so? Weil ja viele Bereiche, wo früher man mobil sein musste und wollte, gar nicht mehr so wichtig sind. Gerade im beruflichen Bereich sehen wir es ja und in anderen Bereichen auch so. Da würde mich die Einschätzung gerne nochmal interessieren. Da hängt so eine Stunde dran. Ne? Ja. Zur ersten Frage, glaube ich, ganz klar, wir sind mit vielen Städten im Austausch oder auch mit ländlicheren Regionen verkehrsverbunden und schauen, welche Optionen es da gibt.
Tatsächlich ist die Effizienz in den Ballungsräumen am höchsten. Das heißt, man muss Lösungen finden. In Hamburg haben wir unser Bediengebiet ja auch signifikant vergrößert zum Beginn des Jahres, fahren jetzt auch unter einer anderen Konzession aus dem Personenbeförderungsgesetz kommt. Das heißt, wir bieten jetzt schon einen deutlich größeren Service an, als letztes Jahr der Fall war. Und tatsächlich ist das auch eine Perspektive in der Zukunft in anderen Städten, wenn wir dort aktiv werden, dass wir uns nicht nur auf den absoluten innerstädtischen Verkehr konzentrieren wollen. Wobei da die Substitutionseffekte vom privaten Auto natürlich am höchsten sein müssen eigentlich, logischerweise, wenn man sieht, wie viele Autos hier unten gerade wieder parken. Ich nehme mal einen ganz kurzen Einschub vor, bevor wir nochmal auch von euch beiden was zu der Antwort hören. Es ist jetzt unsere Zeit vorbei. Ich lade alle ein, die noch Zeit haben, 5 Minuten zu überziehen, drinnen zu bleiben in der digitalen Welt. Allen anderen Teilnehmerinnen, die einen harten Anschlag haben, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es noch Fragen im Anschluss gibt, dann kommen Sie doch gerne persönlich auf uns zu. Und damit würde ich jetzt trotzdem auch noch mal an euch beide übergeben, was die Frage angeht. Antwort zur Mobilität. Ich glaube schon, dass wir eins lernen gerade. Wir haben 2 Sachen gelernt. Wir haben während Corona gelernt, wir müssen uns nicht sehen und es funktioniert dienstlich. Ich will jetzt nicht den Trigema-Chef zitieren, aber ich glaube, dass es ultra wichtig ist, das Thema Homeoffice auch auf ein gewisses Grad runterzufahren. Ich glaube, dass es ultra wichtig ist, auch ihr, wenn ihr hier bei Itemis zusammenarbeitet, in dem Umfeld, wo wir sind, in der IT, auch zusammenzusetzen und auch zusammen mal Sachen zu machen. Ich sage nicht 5 Tage die Woche, deswegen wird Mobilität gebraucht. Und das andere Thema, ich glaube, die Mobilität in den letzten Jahren ist noch mehr gewachsen im privaten Bereich. Also, weiß ich, als ich 18, 19 war, hat man nicht ganz Europa bereist gehabt. Ich glaube, ein 18-, 19-Jähriger war mindestens einmal in Barcelona, war in Madrid und hast du nicht gesehen irgendwo. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, was sich verändert. Ich glaube, privat ist Mobilität ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber auch beruflich wird es weiterhin ein Thema bleiben. Und weiterhin auch notwendig sein, in die Offices zu kommen. Punkt. Ich gebe mal gerade eine Querreferenz zu dem Itemis Podcast, wo auch mal über Workation gesprochen wurde. Klar, wenn du nicht aus dem Büro arbeiten musst, kannst du ja von irgendwo arbeiten und da musst du halt irgendwie auch hinkommen. Also du musst ja nicht von zu Hause aus arbeiten. Das ist ja auch ein Punkt, ne? Also wenn du sagst, ach, ich komme mal irgendwie bei Ante vorbei, wir gehen mal irgendwie Bierchen trinken, ich arbeite zwischendurch mal aus dem Zug, dann mal ein paar Tage in Frankfurt, besuche da Freunde, weil ich da jahrelang gelebt habe, fahre dann mal irgendwie nach Bayern runter zu Kollegen aus einem Projekt, mit denen ich zusammengearbeitet habe und bleib da ein paar Tage, habe natürlich irgendwie Mietkosten oder komme bei Freunden unter. Aber da ist Mobilität auch ein großer Punkt, ne? Also Workation oder Homeoffice von irgendwo wird auf jeden Fall auch viele Leute noch mal wieder in Züge ziehen oder durchs Land ziehen. Also ich glaube, ein schöner Punkt und man kann es abrunden. Ja? Ich glaube, Mobilität sucht sich seinen Weg. Ja? Und diese Pandemie, diese Effekte, die wir gesehen haben, haben ja genau das gezeigt. Sie wird sich verändern. Ja? Und sie wird sich nach dem Bedarf richten. Ja? Wo muss ich hin? Ja? In der Pandemie haben wir gesehen, gut, wir gehen nicht mehr ins Büro, ja? Aber wir haben gesehen, E-Bikes sind verkauft worden, bis der Arzt kommt. Ja? Also Leute sind aufs Fahrrad gegangen, um sich zu bewegen. Ja? Also das heißt, wir sind Menschen, wir sind mobil, ja? Immer und zu jeder Zeit. Ja, ich nutze vielleicht nicht das Auto, ich gehe dann auf eine andere Mobilitätsform. Ja, insofern finde ich das gar nicht so kritisch. Ja, ich glaube, das bringt uns eher weiter als nach hinten. Wir haben noch einige Fragen hier in der Warteschlange. Der Zeit geschuldet würde ich die nach hinten anstellen. Alle, die mit ihrem Klarnamen geschrieben haben, wir beantworten die im Anschluss und lassen Ihnen die Antwort auch noch mal zukommen. Ich nehme das gerne auf. Alle, die anonym die Fragen gestellt haben, fühlen sich eingeladen, uns eine E-Mail zu schreiben. Ich habe gerade eine E-Mail-Adresse schon in den Chat getippt. Und wir beantworten die Fragen sehr gerne im Nachhinein, wollen den Rahmen jetzt aber nicht völlig sprengen. Ich glaube, über das Thema könnten wir uns noch Stunden über Stunden unterhalten. Machen wir heute auch noch. Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen, die sich dazugeschaltet haben, auch hier vor Ort und auch Teilnehmer. An unsere Experten, die sich die Zeit genommen haben, hier heute zu diskutieren. Und ein ganz großes Dankeschön an alle Menschen, die hinter den Kulissen hier zugearbeitet haben und ihren Teil dazu beigetragen haben, dass wir das heute so stattfinden lassen können.
Ein kleiner Aufruf noch, folgen Sie uns gerne bei LinkedIn, denn das wird nicht unsere letzte Veranstaltung gewesen sein bei uns von der Themis. Am 10.01. steht schon auch noch das nächste Webinar in den Startlöchern über das Thema AI for MBSE im Bereich Transportation, also sicherlich auch für alle Teilnehmer hier sehr spannend. Dazu gibt es dann die Ankündigung auf unserem LinkedIn-Kanal. Wir freuen uns über Feedback, kommen Sie sehr gerne auf uns zu. Alle Teilnehmer hier sind auch bei LinkedIn vertreten. Fügen Sie uns hinzu, vernetzen Sie sich. Wir sind sehr an Austausch interessiert und am Netzwerken. Ansonsten bleibt es mir, Ihnen allen eine schöne Mittagspause zu wünschen, wenn die nicht schon vorbei ist und mit unserem Podium gefüllt wurde, und einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Und danke für die Moderation.